Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Heute direkt aus dem Rapsfeld, denn im heutigen Video zeige ich dir meinen Weg von der allerersten Inspiration zum fertigen Aquarell. Bei mir sind es meistens so 5 Schritte, 4 Vorbereitungsschritte, bevor dann im 5. Schritt das Aquarell gemalt wird. Viel Spaß mit dem Video! Der allererste Schritt beim Entstehen eines Bildes ist immer die Inspiration. Und zwar genau der Moment, wo ich wow sage und das Gefühl habe, dieses Motiv möchte ich gerne malen. Also angenommen, du bist in der Natur, das Motiv ist prima und die Inspiration hat schon mal geklappt. Dann würde ich empfehlen, nicht sofort das Motiv zu malen, sondern erstmal mit Schritt 2 weiterzumachen. Das ist das Sammeln von Motiven, das Heraussuchen des besten Motivformates und vielleicht noch einmal um eine weitere Ecke herumgehen, um nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Motiv zu bekommen. Für diesen Schritt brauche ich draußen immer recht lange. Ich versuche mich meinem Sujet, in dem Fall jetzt hier die gelben Rapsfelder, wirklich von allen Seiten zu nähern, im Gegenlicht, mit der Sonne, ohne Sonne, um wirklich alle Facetten des Motivs zu verstehen. Manchmal entsteht dann vor Ort direkt eine Skizze im Skizzenbuch, manchmal mache ich auch nur Fotos. Entscheidend ist, dass es mir gelingt, das Gefühl, welches ich vor Ort empfunden habe, mit ins Atelier zu nehmen. Der dritte Schritt zu meinem Aquarell findet dann meistens im Studio statt. Hier geht es jetzt darum, die gesammelten Motive zu analysieren, zu sortieren und Ideen für die Bildkomposition zu entwickeln. Ich habe mir jetzt 3 verschiedene Impressionen von meiner Rapsfeldsituation herausgesucht und schaue mir jetzt an, wie ich das eventuell in einem Aquarell umsetzen könnte. Diese Variante würde sich vor allen Dingen für eine schöne Himmelsstudie anbieten. Wir haben allerdings in diesem Bild sehr starke horizontale Betonungen und eine sehr rhythmische Aufteilung der Bäume. Das würde ich hier auf alle Fälle verändern. Das heißt, ich würde hier einen Baum im Drittel des Bildes etwas größer setzen und hätte schon eine etwas interessantere Bildkomposition. Der Raps spielt hier eher eine untergeordnete Rolle. Mir gefällt aber an diesem Foto ganz gut, dass hier vorne eine deutlich größere Form, gelbe Form liegt und hier hinten sich das Thema Raps rhythmisch in kleineren Formen noch einmal wiederholt. Dieses Motiv wäre sicherlich machbar, aber doch in seiner Bildaussage ziemlich schlicht und einfach. Für eine Himmelsstudie sicherlich total gut geeignet, aber mir geht es ja speziell um das Thema Rapsfeld und deshalb schaue ich doch noch einmal nach etwas anderem. Bei diesem Motiv gefällt mir die Wegführung. Wir haben eine dynamische Bewegung im Bild, die uns direkt auf unser Ziel, hier ist das ein alter Bauernhof, hinleitet. Die großen Formen im Bild sind spannend aufgeteilt. Wir haben 2/3 Vordergrund sozusagen, kleine Akzente im Mittelgrund und 1/3 Himmelsfläche. Hier müsste ich im Vordergrund die größeren Formen der Gräser besonders gut herausarbeiten, damit sich die Räumlichkeit wirklich ergibt. Dies ist ja hier ein Getreidefeld und kein Rapsfeld, aber da wäre ich völlig frei, den Bewuchs zu ändern und hier statt eines grünen Getreidefeldes gelben Raps zu malen. Das dritte Bild aus meiner Sammlung bietet mir noch mehr Spannung in der Bildkomposition. Wenn wir die großen Formen im Bild betrachten, ergeben sich starke Variationen. Wir haben eine schöne, durchbrochene Himmelsform, die hier im oberen Drittel sich befindet, eine große dreieckige Form des Rapsfeldes und eine Wegführung, die uns direkt in das Bild hineinleitet. Die natürlichen Elemente dominieren das Bild. Ich habe schöne, dunkle Baumgruppen und Pflanzen und hier einige Äste im Vordergrund. Auch hier diese Blümchen könnte man mitmalen. Aber es gibt auch anorganische Elemente wie diesen Weg
und diese Holzpfähle. Diese Mischung, überwiegend Natur, aber eben auch etwas vom Menschen Geschaffenes mit im Bild, ist immer ein guter Weg, eine interessante Bildaussage zu erreichen. Wenn sich so wie hier ein sehr auffälliger und dominanter Weg ins Bild hineinschlängelt, ist es für das Bild richtig gut, wenn sich am Ende des Weges auch ein Zielpunkt befindet. Hier werde ich auf alle Fälle mir etwas einfallen lassen müssen und noch eine Kleinigkeit hinzuerfinden. Der nächste Schritt hin zu meinem fertigen Aquarell ist das Erarbeiten des Motives mit einer Tonwertskizze. Hierfür reicht mir eine ungefähr Postkartengröße der Skizze völlig aus und ich arbeite jetzt hier mit einem Bleistift. Zunächst versuche ich, den Punkt für mein Bild fokusfest zu legen und teile mir dafür das Bild gedacht in Drittel ein. Wir haben hier jeweils ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel und hier in der senkrechten Ausrichtung auch. Und hier, wo sich die Linien kreuzen würden, befinden sich gute Bereiche für meinen Fokuspunkt im Bild. Ich werde also das Ende des Weges ungefähr hier auf diesen Drittelschnittpunkt legen und jetzt mein Bild weiter durchkomponieren. Ich fange an mit den großen Formen. Hier ist die Form für mein Rapsfeld. Dies ist die Wegböschung, in der sich dann hier die Pfosten befinden für den Weidezaun. Dies hier ist die Form des Weges. Und hier an dieser Stelle im Bildfokus arbeite ich 2 Hausdächer ein. Den großen Baum auf der rechten Bildseite möchte ich übernehmen. Der steht hier so im Mittelgrund. Und es gibt noch einige kleinere Bäume hier hinter den Häusern. Die werden nachher dafür sorgen, dass die Hausdächer im Licht schön leuchten. Hier gibt es eine kleine dunkle Form, noch einmal im Rapsfeld. Die möchte ich gerne aufgreifen. Und auch diese Traktorspuren hier mitten im Feld werde ich zur Belebung dieser großen Fläche noch mit einfügen. Außerdem ist geplant, hier vorne ein kleiner Busch noch, um den Vordergrund und diese etwas leere Ecke hier vorne noch aufzufangen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht hier 2 Baumstämme einarbeiten könnte, die dann die Bäume hätten ihre Krone dann weit oberhalb des Bildes. Auch so würde eine schöne Räumlichkeit entstehen. Wir hätten dann hier eine starke Vordergrundbetonung. Wenn die Umrisskizze dann soweit fertig ist und die Wegführung im Bild gut herausgearbeitet ist, fange ich an, die Tonwerte zu schraffieren. Über Tonwerte gibt es schon einige Videos hier auf meinem Kanal. Wenn du mit diesem Fachbegriff Tonwerte noch nicht so vertraut bist, schau gerne in diese Basic-Videos hinein. Wir verlinken sie unter dem Video und auch in der Video-Infokarte. Ich möchte mich jetzt auf 4 Tonwerte beschränken in meiner Skizze. Der erste Tonwert ist die hellste Farbe, da lasse ich jetzt hier das Papier weiß stehen. Der zweite Tonwert ist eine leichte Schraffur. Der dritte Tonwert etwas kräftiger und die Nummer 4 sehr kräftig. Für meine Bildkomposition ist wichtig, dass die großen Formen im Bild in den Tonwerten gut sortiert sind und nicht zu unruhig tonwertig sind. Und zweitens auch, dass sich im Bildfokus die stärksten Kontraste der Tonwerte befinden. Den Himmel werde ich mit einem sehr, sehr leichten Tonwert malen. Deshalb hier eine sehr zarte und leichte Schraffur, zunächst einmal über die Himmelsfläche. In der Tonwertstufe 2 bis 3 werden gemalt die Bäume im Hintergrund. Hier in Richtung meines Bildfokuspunktes werden die Bäume etwas dunkler. Dieser vordere Baum hier wird etwas heller gemalt als die dunkle Baumreihe im Hintergrund, damit er sich räumlich gut abhebt. Auch der gesamte rechte Bildbereich wird
in Tonwertstufe 2 bis 3 schraffiert. Nach vorne hin ein klein wenig dunkler, um die Tiefenwirkung zu erhöhen. Eine zweite dunklere Form gibt es hier in der Böschung am Rapsfeldrand. Auch hier wieder mein mittlerer Tonwert zwischen 2 und 3. Das Rapsfeld selbst ist natürlich sehr hell, aber die Tonwertstufe 1 wäre mir jetzt hier ein bisschen zu hell für mein gesamtes Bild. Also werde ich zumindest hier am Bildrand etwas den Tonwert erhöhen und auch im vorderen Bereich ein wenig dunkler arbeiten als hier hinten am Horizont. Wir sehen jetzt schon, dass langsam ein malerischer Eindruck entsteht, von der reinen Umrissskizze hin zu einem Bild, welches durch seine Kontraste wirkt und dann im Aquarell bestimmt auch gut umsetzbar ist. Den Weg werde ich im vorderen Bereich auch ein wenig dunkler malen. Er soll als helle Form deutlich erkennbar sein im Bild, aber den Bildeintritt hier vorne im Vordergrund kann man auf alle Fälle noch etwas in der Helligkeit abschwächen. Hier im Bildfokus versuche ich noch einmal den dunklen Tonwert zu erhöhen und unter den Häusern hier auch das Rapsfeld ein bisschen dunkler zu machen, sodass wir wirklich gut hier hingeleitet werden. Aus der dunklen Schraffur kann ich jetzt noch meine Pfähle hier herausholen und den Busch im Vordergrund andeuten. Jetzt analysiere ich die gesamte Tonwertskizze für mich noch einmal. In diesem Fall entscheide ich mich dafür, dass ich den Himmel noch ein bisschen dunkler schraffiere. Durch diese Maßnahme leuchtet der Bildfokus etwas mehr und mein Rapsfeld wird sicherlich dann auch noch besser zur Geltung kommen. Wir können jetzt schön sehen, dass, wenn der Himmel etwas dunkler ist, sich mein Bildfokus hier noch interessanter herauskristallisiert und das Bild grundsätzlich etwas besser lesbar geworden ist. Große Bildformen anzugleichen und zu beruhigen und den stärksten Kontrast im Bildfokus zu erzeugen, ist immer eine sichere Sache, um zu einer interessanten Bildaussage zu kommen. Die letzten Gedanken, bevor ich dann Pinsel und Farbe in die Hand nehme, betreffen die technische Umsetzung. Jetzt überlege ich mir die Reihenfolge meiner Arbeitsschritte beim Malen des Bildes. Die erste Überlegung ist immer, ob man auf nassem Papier oder auf trockenem Papier das Motiv malt. Hier würde ich für den Himmel das Papier anfeuchten und dann weiter auf trockenem Papier malen. Den Himmel versuche ich nicht zu hell zu malen, damit schon im ersten Farbauftrag dieser dunklere Tonwert, den ich mir vorgenommen habe, auch entsteht. Auf den nassen Himmel male ich die entfernten Bäume in einem noch dunkleren Tonwert und plane dann diese Bäume in einem zweiten Farbauftrag um den Bildfokuspunkt herum noch einmal zu intensivieren. Rapsfeld und Weg und Wiese werden in einem Arbeitsgang angelegt im ersten Farbauftrag. Auch hier werden sicherlich die dunklen Details noch später überarbeitet. Beim Anlegen des Rapsfeldes werde ich versuchen, eine schöne Farbvariation herzustellen und auch dieses leichte Abdunkeln hier im vorderen Bereich sollte möglichst im ersten Farbauftrag nass in nass geschehen. Dann muss ich diese große Fläche nicht noch einmal überarbeiten und das maximale Leuchten im Bild bleibt erhalten. Beim Ausarbeiten des Wiesenvordergrundes hier rechts und vielleicht auch hier an dieser Stelle versuche ich schnell genug im ersten Farbauftrag mit der Spritztechnik zu arbeiten. Das heißt, solange wie der Farbauftrag noch nass ist, mit dem Pinsel Wassertropfen oder auch kleine Farbtropfen in die Fläche hineinspritzen. Baum und Bildmittelgrund werden sicherlich einen zweiten Farbauftrag erhalten. Hier muss ich die starke Dunkelheit nicht gleich beim ersten Farbauftrag erreichen. Auch dieser Busch im Vordergrund wird erst im zweiten Schritt ausgearbeitet. So, mein Plan ist fertig und diese Tonwertskizze dient mir jetzt als Fahrplan für mein Aquarell. Meine fertige Skizze, die Tonwertskizze und auch das Referenzfoto können Unterstützer unseres Kanals auf unserer Steady-Seite unter Posts finden. Dort findet ihr auch die Materialien für alle älteren YouTube-Videos.
Unter dem Video findet ihr einen Link, Steady, deine Unterstützung heißt er. Dort könnt ihr euch informieren über die verschiedenen Möglichkeiten der Unterstützung. Ich male jetzt das Motiv einmal in einer kurzen Version, die hier auf YouTube jetzt für alle zu sehen sein wird. Eine ausführliche, längere Version mit Erklärungen gibt es für alle Unterstützer in einem kleinen Extrafilm. Die Materialien für mein heutiges Motiv sind folgende Farben: Permanent Alizarin Karmesin, Lichter Ocker, Sienna gebrannt, Kobalt Türkis Light, Kobalt Blau von Winsor Newton, Green Appetite Genuine von Danny Smith, Ultramarin Feinst, Jaune Brillant und Sienna Natur von Schminke, Perilane Green auch von Schminke und Lavendelblau von Mielo. Ich arbeite auf Büttenpapier der Firma Arche, 300 Gramm Graphin. Das Format ist ungefähr DIN A4. Die Pinsel sind aus meiner eigenen Kollektion. Das ist der Eichhörnchener-Pinsel in der Größe 12, Rotmarder-Pinsel in der Größe 10, ein Flachpinsel zum Auswaschen in der Größe 10 und der kleine synthetische Rundpinsel in der Größe 6.
Ich hoffe, mein Video hat dir Freude gemacht und du hast Lust, das jetzt auch mal auszuprobieren. Vielleicht gehst du raus mit deinem Skizzenbuch und vollziehst die Schritte nach, die bis hin zum fertigen Aquarell führen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch unter dem Video oder über einen netten Kommentar. Und wenn du möchtest, sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Film zum Thema Aquarell. Tschüss, bis dahin.